Ja, ein herzliches Willkommen hier. Wir sind jetzt in Montenegro angekommen. Ja, direkt am Meer in Tivat. Wetter ist wunderschön. Werden das sein, 15, 16 Grad. In der Sonne absolut top. Ich glaube, mit der Winterjacke bin ich so ein bisschen overdressed, also mit der Herbstjacke. Und ja, interessant, sehr gebirgig. Ich zeige euch so ein bisschen was von der Landschaft und erzähle euch so ein bisschen die ersten Eindrücke, wie unsere Einreise hier war in Montenegro. Hier sind so ein paar Einheimische, die so ein bisschen Frühstücken tun. Wir sind dann mit dem Hund, wo wir beim Haussitz sind, auf dem Spaziergang. Wir werden wahrscheinlich so eine Bäckerei besuchen. Landschaft, wie es heißt, Montenegro, die schwarzen Berge. Auf jeden Fall eindrucksvoll, wenn man so rüber guckt. Hier drüben, wenn wir so sehen, da sind wir irgendwo da von dem Berg sind wir gestern runtergekommen aus Podgorica. Fetten dich, ja. Stehen bleiben. Ja, hab ja ich Angst, wenn wir wieder nach Deutschland kommen, dann du dann noch fahren kannst. Nach 200 Metern Ich werde alle rechts ausrufen. abbiegen. Die werden alle von mir Du angerufen. wirst dich einfach als Dritter hinstellen und parken und, dann, und auf den Kreisverkehr. Ja. Rettungswagen. Mit Vorrang, den wollte ich nämlich folgen. Den Kreisverkehr verlassen. Wo verlässt du Bäcker? Stopp. Ich weiß, stopp. Wieder vorne raus. Mal ein bisschen rechts, ob du da reinlässt. Ja, der fährt auch hier. Das ist Nach 600 Metern. Ich bin ein Glitzerfunken. ja. Ist da hinten das Meer, wo ist? Ja. Ist ja auch nicht. Da ist überall hier. Ja, 600.000 Einwohner. Wir merken davon jetzt nicht so viel. Ich hätte da eigentlich gedacht, dass es viel, viel ruhiger ist irgendwie. 600.000 Einwohner, das klingt ja nach gar nichts. Und wie gesagt, hier nochmal der Eindruck über die Berge. Von da sind wir runtergekommen aus Podgorica. Ja, die Stadt selber ist die größte Stadt in Montenegro. Und ja, dementsprechend der Verkehr, Rush Hour, wir sind da so ein bisschen mitten reingekommen. Ansonsten hier Tivat sind wir, ist ja so der Urlaubsort, Tivat und Kotor. Von denen, zu denen wir zu Gast sind, haben wir erfahren, dass das ja durch auch, dass halt viele Russen beherbergt werden hier und hier Zuflucht gefunden haben, genauso auch Ukrainer. Lustigerweise verstehen sie sich hier untereinander, die sind nämlich beide Lehrer und die haben gesagt, das, was in den Medien halt erzählt wird, ist ja absoluter, wenn wir das Wort nicht sagen, sonst ist ja wieder von YouTube niedrig gerankt. Ja, die verstehen sich untereinander, sind eigentlich beides Nationen, wo die einfach keinen Bock haben auf diesen Krieg, auf diese ganze Propaganda von diesen beiden Politikern. Heißt ja immer, man ist ein Russenfreund, wenn man jetzt sagt, Zelensky ist ein Bösewicht. Beides sind eigentlich nicht die Guten. Das sollte jedem bewusst sein, jeder, der Krieg führt, ist kein Guter. Dadurch, dass die halt beherbergt werden und ihr Geld bunkern, sind die Preise im Sommer hochgegangen. Die haben halt erzählt, dann kostet das Bier doppelt so viel im Sommer. Und sobald die Saison zu Ende ist, gehen die Preise runter. Hier ist so eine kleine Shopping Mall, direkt 2 Minuten, 3 Minuten zu Fuß. Ja, Sportwetten und Casino ist hier sehr, sehr gefragt. Gehen wir hier rüber. Wie gesagt, Touri-Zone hier im Prinzip. Im Sommer alles etwas teurer, im Herbst, Winter passen sich wieder an die Einheimischen an. Ist im Prinzip wie in Deutschland die Spritpreise. 2 Schritte mit dem Preis nach vorne, einen zurück. Die günstigen Preise wirst du so schnell nie wieder haben. Sind über Podgorica aus Albanien hergefahren. Das erste, was ich auf jeden Fall merke, ernährungstechnisch, ist es auf jeden Fall um
Ja, das Weißbrot. Wir haben da so ein bisschen gegen Ende der Abreise von der Türkei ein bisschen zu viel angefangen, Weißbrot zu essen. In der Türkei war es okay. Aber in Albanien, die sind irgendwie so, da hat es angefangen mit den ganzen Bäckereien und ja, viel Weißbrot essen, weil die halt viel dieses Souvlaki haben. Und dementsprechend, ja, habe ich es gespürt, dieses amerikanische Weizenmehl. Die importieren ganz, ganz sicher amerikanisches Weizenmehl und das spürst du sofort im Magen und so weiter. Und hier in Montenegro haben wir es ein bisschen reduziert. Ich merke schon ernährungstechnisch, dass es so ein bisschen besser wird. Ansonsten, wir sind hier in Tivat, in der Nähe von Kotor, direkt am Meer fast schon. Und ich nehme euch mit so ein bisschen auf dem Weg. Ich gehe jetzt da zum Einkaufsladen, Franka heißt der, so ein Supermarkt. Und hier ist so eine Gegend, wo man jetzt sagen würde, ja, habe ich mir direkt gedacht, hier in Montenegro, das ist so, das schaut alles dreckig aus und so weiter, obwohl die hier aufgeräumt haben. Ja, aufgeräumt. Ja, wild lebende Ziegen und Hühner, die herumrennen. Ja, ist aber eine kleine Gegend. Ich glaube, das sind so albanische Zigeuner, die hier leben. Man sieht so ein bisschen hier den Müll. Und ja, ist aber nur ein kleines Teilstück hier. Im Prinzip. Es ist jetzt nicht Montenegro, wie ihr jetzt denkt. Aber wie ihr seht, ist jetzt nicht so einladend, so Holzbleche, eingeschlagene Scheiben. Das ist aber ein Teilstück von eben diesen Zigeunern, die hier leben. Ansonsten ist Montenegro sehr sauber. Das, was uns aufgefallen ist, speziell die touristischen Städte und Gegenden, die sind auf jeden Fall sehr gepflegt. Natürlich liegt da irgendwo immer irgend so ein Papierchen oder irgend so ein Zeugs oder irgendwo ein Behälter. Aber so dreckig, wie es halt hier ist es nicht. Auch die Mülltonnen, wie man es in Albanien gesehen hat, etwas sortierter und nicht so überfüllt mit irgendwelchen Schrott. Ansonsten die Landschaft seht ihr, das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt hier in Montenegro. Es ist atemberaubend, da du weißt gar nicht, wo du hinkicken sollst. Überall sind da die Berge. Dann dahinter, wo wir jetzt da sind, ist das Meer. Ihr seht hier den Müll, das sieht ein bisschen schrecklich aus. Aber ihr werdet sicher noch einige Bilder und Videos sehen von Montenegro. Das ist, ich sag mal so, ein Mini-Teil hier, der eigentlich, ja, ich glaube, die Roma sind hier, weiß nicht wie viel, 2-3% der Bevölkerung macht das aus. Und die sind dann nicht so motiviert, das alles so sauber zu halten. Hier ist zum Beispiel die Busstation. Und normalerweise erwartet man irgendwo, wo Busse und Bahnhöfe sind, ein bisschen, dass es dreckiger ist. Ich gehe jetzt mal hier durch, hier ist es ein bisschen ruhiger, bevor ich da gleich zu diesem Verkehr komme. Der Verkehr ist absolut abtörnend hier in Tivat. Ständig irgendwelche Staus. Die Hausbesitzerin da, wo wir wohnen, die meinte, dass das ab 3. Januar sich legen wird. Viele fahren jetzt gerade über die Feiertage nach Hause oder zu Verwandten. Deswegen staut sich's halt dort. Die kommen da alle bei Tivat hinten mit der Fähre hierher. Und dann fahren die halt durch dieses Nadelöhr durch. Wobei Kotor vom Verkehr auch nicht viel besser ist. Da wollen wir nach Herceg Novi fahren. Da müssen wir auch noch überlegen, ob wir uns das antun oder ob wir die Fähre nehmen. Auf jeden Fall auch dort schön. Deswegen wollen wir die Rundfahrt wahrscheinlich nehmen, die längere Route als da die Abkürzung mit der Fähre. Ansonsten internationale Englischlehrer haben wir, die wir kennengelernt haben. Die haben uns so ein bisschen etwas erzählt, wie die Kultur hier ist, so ein bisschen vorgewarnt. Die unterrichten an einer internationalen Schule und dort leben, haben wir so ein paar Insights erzählt, warum es hier so teuer ist. Teuer ist es hier auf jeden Fall im Norden. Morgen sind wir im Süden. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das soll es angeblich günstiger sein. Zumindest habe ich schon ein bisschen geguckt. Ich sage mal so, die Gegend hier, Tivat und Kotor, ich glaube, die wollen so das neue Monte Carlo da hier von Montenegro werden, beziehungsweise vom Balkan. Das ist schon abartig, was die Preise sind. Und so wie die es erzählt haben, auch die Einheimischen hier, dass es halt an den ganzen Russen und Ukrainern liegt, die hier gekommen sind. Das sind halt ein paar, die halt ein bisschen Geld haben und die kaufen hier auf. Und Immobilien, die sind da nicht so großartig auf Sparkurs. Gibt aber auch mittelständische, haben wir auch in einigen Supermärkten gesehen, die halt einfach nur wegen dem Krieg geflüchtet sind. Und die sitzen nebeneinander, die Ukrainer neben Russen.
kein Nationalistengeblablabla, was man da in den Medien hört, den ganzen Blödsinn. Die verhalten sich normal, sind Brüder im Geiste, wie es halt ist. Und das war interessant zu hören aus erster Hand. Das ist für mich immer wichtig und nicht irgendwelche Nachrichten und irgendwelche Kommentare von irgendwelchen Extremisten, die da irgendwas nachplappern, eine ukrainische Flagge raushängen, aber die Deutsche verweigern, obwohl sie deutsche Staatsbürger sind, sich auf irgendwelche Straßen kleben, weil sie zu faul zum Arbeiten sind. Also das war interessant zu hören, dass die sich miteinander verstehen, dass die halt alle miteinander in Frieden hier leben. Das ist der wichtigste Punkt. 700 Deutsche leben in Montenegro. Das ist eine Zahl, die sehr niedrig ist. Da bin ich auf morgen schon gespannt, was da noch so für Infos kommen. Hier ist auf jeden Fall der Supermarkt Franka, da werde ich jetzt reingehen. Essenstechnisch, ein paar Sachen sind halt relativ teuer. Ich habe gesehen, so Mascarpone oder irgendwelche Sonderwünsche, wenn man da irgendwas hat. Das ist so ein bisschen übertrieben teuer, aber so Wurst, Käse ist jetzt nicht arg viel teurer wie in Deutschland, teilweise sogar günstiger. Gibt es so leckere Grillwürstchen, die ich entdeckt habe. Da sind 2 Stück drin für €1. Kannst nicht meckern, dafür sind so das, was man aus Deutschland sich wünscht, natürlich ist jetzt nicht hier. Auch Brot ist sowieso im Süden nicht das, was man als Deutscher erwartet. Da muss man so ein bisschen Abstriche machen. Ist für uns nicht so das Problem. Wir orientieren uns nach dem, was die Einheimischen essen und passen uns an. Zum Beispiel Pesto war in Albanien lustigerweise günstiger, hier ein Ticken teurer. Ja, dann verzichtet man halt so ein bisschen auf Pesto und isst die Tomaten mit dem Weichkäse halt ohne Pesto. Das ist jetzt nicht ein Weltuntergang. Das sind immer die Kleinigkeiten, was man gerne haben möchte und worauf man verzichten will. Wie gesagt, also ich empfinde, also die Märkte sind halt unterschiedlich. Da kommt noch ein Video dazu. Preislich wie in Deutschland, ein Edeka, ein Rewe ist teurer wie vielleicht ein Aldi oder Lidl. Und ihr seht schon die ersten Eindrücke vom Verkehr. Deswegen werden wir da gleich aufhören. Es ist hier immer Stau. Es gibt hier keine Uhrzeit, so wie in Deutschland, wo du sagst 16 Uhr und um 7 Uhr in der Früh. Da solltest du den Verkehr meiden. Hier ist gefühlt den ganzen Tag ein mega Verkehr. Und das ist etwas, was mich schon abschreckt hier in der Region. Deswegen bin ich gespannt auf den Süden, wie es ist. Wir waren ja schon in Petrovac. Da ist es halb so schlimm, aber auch da, wenn dann schon 15, 16 Uhr so ein bisschen Rush Hour anfängt, wird es ein bisschen strenger. Und desto näher du zu Tivat kommst, desto mehr staut sich auf. Problem, die haben nur eine Straße, die an der Küste entlang führt. Somit hast du kaum Ausweichmöglichkeiten. Wenn da wahrscheinlich ein Unfall ist oder so, dann steht alles. So ein bisschen die Eindrücke, was wir gerne essen, ist auf jeden Fall dieser Käse hier. Der ist aktuell verbilligt. Allgemein Weichkäse, Weißkäse, relativ günstig. Milch ist, glaube ich, auch grundsätzlich günstiger. Ich sehe es jetzt gerade hier wieder nicht. Teilweise um 99 Cent ist, glaube ich, so das erste Land, wo die Milch vom Preis her normal ist. Und ansonsten, hier irgendwie diese Wudi-Würstchen für 39 Cent, aber die sind nicht so unseres. Ups, das sind so irgendwelche Hotdog-Würstchen. Also für mich ist das nichts. Was halt teuer ist hier unten ist hier auf jeden Fall so Reibekäse, Gratinierkäse. Und Mozzarella ist relativ teuer. 4 € so ein Päckchen, 3,50 €. Und Mascarpone haben wir da irgendwo gesehen. Genau, so ein kleines Päckchen hier Mascarpone. Ist sogar in Aktion für 3,99 €. Da ist so gut wie nichts drinnen. 250 Gramm, also Mascarpone, Tiramisu, kannst du hier abschminken. Genau, hier Milch zum Beispiel ist für 99 Cent. Ist auch günstiger wie irgendwo in Albanien oder in Bulgarien. Dementsprechend, vor Milch braucht man hier nicht Angst haben, wenn ich denke dran, in Bulgarien irgendwie 1,40, 1,50, selbst in der Türkei 1,40, 1,50. Eier für 2 €. Da habe ich auch gehört, dass man für 7 € Bio-Eier kaufen muss von einigen Influencern oder wie man es nennt. Dann eben die Würstchen, die ich schon gezeigt habe, so ein Päckchen €1 kostet. Und der Apfelsaft hier, der ist verbilligt, der ist sehr, sehr gut. Kostet jetzt gerade 1 €, kostet sonst irgendwie 2,30 €, der ist extrem gut. Vielleicht sollte ich dann noch einen Packerl holen. Wer offiziell importierte Sachen aus Deutschland will hier, wo sogar noch der deutsche Text drauf steht, Margarita-Geschmack,
Dann zahlst du 4 Euro für ein Päckchen Chips. Hier die Lay's zum Beispiel auch noch mit teilweise ja hier Kräuterbutter zum Beispiel. Also deutsch geschrieben, deutsch importiert. Auch hier 4 Euro. Also hier sind so die importierten Sachen, grüne Linsen. Dann, ich glaube, das unten müssen so wahrscheinlich russische Sachen sein. 6 Euro für irgend so ein Glas mit irgendwelchen Kapusta oder was das für ein Zeugs ist. Lecho 7 Euro. Ja, wer Heimatgeschmack will, der muss ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Ja, bin wieder zurück. Auf den Straßen konnte ich jetzt nicht mehr ein Video machen. Ziemlich viel los plötzlich. Und ja, gebaut wird hier fleißig an jeder Ecke. Da brauche ich nicht euch den Presslufthammer ins Gehör reindröhnen lassen. Ich habe noch Salat, Tomaten gekauft, Klopapier, Gott bewahre, Klopapier, 1,50 Euro, so eine 10er-Rolle mit, glaube 3-lagig. Ich weiß nicht, was in Deutschland Klopapier kostet. Zuletzt waren das irgendwie so zwischen 3 und 4 Euro. Dementsprechend, da braucht man die wenigsten Sorgen hier in Montenegro. Dann haben wir noch Heringe gekauft. Die waren kurz vor Weihnachten ausverkauft. Da gab es nur noch die Reste. 3 Euro. Ist, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland. War nicht in Aktion, war eigentlich normaler Preis. 26 Euro für 3 Tüten. Einiges ist schon im Kühlschrank. Ich habe dann noch so einen Apfelsalat. Noch so einen Apfelsaft genommen, weil der echt gut ist. Und es war sowieso die letzte Packung. Vielleicht so ein Zeichen. Und die Nüsse habe ich mich hinreißen lassen. 1,50, weil die mit Käse sind. Das ist mal was Neues. Ganz geil, Chips mit Oregano. Die gab es jetzt natürlich in dem Frankerladen jetzt nicht. Die hatte ich in einem, ja, ich sage immer Rewe dazu, weil das wie Rewe ist in etwa. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, wahrscheinlich blende ich es dann unten ein. Ja, die haben ziemlich geile Chips mit Oregano, vielleicht so eine Geschäftsidee, also ich würde das feiern. Die sind aber gemischt mit Ketchup und Käsechips, also warum auch immer man das in dreierlei mischen muss. Also ich pick mir da immer die Oregano-Dinger raus, die sind geil. Also 26 Euro, 3 Tüten. Ich kann mich erinnern, zuletzt, bevor wir Deutschland verlassen haben, habe ich für ähnlichen Einkauf 50 Euro gezahlt. Alleine das Klopapier, Deutschland teurer und diverse andere Sachen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bei Fragen gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch noch interessiert. Da werden auf jeden Fall neue Videos in Zukunft kommen. Es sind einige spannende Sachen, die wir euch zu erzählen haben. Montenegro ist sehr, sehr interessant. Und ja, speziell nach dem Gespräch vom Montenegro-Experten, da werden wir sicherlich einige Infos aus erster Hand haben, die sicherlich interessant sein werden, dass ihr euch jetzt nicht auf irgendwelche Mythen verlassen könnt, wo irgendjemand seit einem Jahr in einem Land lebt und dann Infovideos macht oder so ähnlich. Alles unsere Erfahrungen, wir zeigen euch live, was wir sehen, wie wir darüber denken. Und in diesem Sinne, hier ist ein kleiner Nachbar, eine Katze, die uns immer besucht. Wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem welche Uhrzeit es bei euch ist und bis zum nächsten Mal.